Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich wollte nur mal gerade sagen, wir haben kurz nach Ostern und das Wetter, ja, ist mal ein schlechter Scherz, würde ich sagen. Wir haben so gut 10 cm Schnee. Es schneit auch noch weiter. Pixie hat heute das erste Mal hier Schnee kennengelernt, findet das total witzig. Hat noch nicht ihre üblichen Galopprunden hier gedreht, weil sie irgendwie noch nichts so damit anfangen kann. Sie muss erstmal ein bisschen da rumwühlen. Ich habe jetzt trotzdem mal rausgetan, dass die einfach ein bisschen Bewegung und frische Luft haben. Aktuell schneit es nur so ein ganz bisschen, aber so ganz trockene Flocken. Und Pixie ist ja auch schon fast 4 Monate alt, 4 Wochen alt, nicht 4 Monate. Das ist kein Problem. Aber heute wollte ich euch eigentlich auf den neuesten Stand bringen zu dieser Dame hier, zu Tweety, die ja die Schwergeburt hatte. Und der Tierarzt sich ja erst, also am Tag der Geburt, jetzt hat sie gerade noch weggejagt, die Arme von Pippilotta, kleines Biest, sich ja erst nicht sicher war oder sich relativ sicher war, dass sie es nicht schafft, dass halt durch diese Fehllage des Fohlens, das hat ja ein Hinterbein seitlich weggestreckt, halt was in der Gebärmutter kaputt gegangen ist. Und dann hätte sie halt im Prinzip keine Chance gehabt. Und ja, wir haben sie dann mit Schmerzmitteln und Antibiotikum behandelt. Die Gebärmutter ist gespült worden 3-mal. Und wieder erwarten, Tweety ist topfit. Also sie hat nie Fieber gehabt. Sie war direkt am nächsten Tag schon total munter eigentlich und ist auf der Wiese rumgestiefelt. Sie läuft hinten immer noch ein bisschen komisch. Das kommt aber vom Becken, weil das eigentlich einfach so extrem gelockert war. Weil halt auch der Tierarzt ja mit beiden Händen oder Unterarmen rein musste ins Pony, um das Fohlen halt rauszuholen. Deswegen läuft sie halt einfach hintenrum noch ein bisschen komisch. Aber das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Das wird sich auch legen. Da ist nichts kaputt gegangen. Und ansonsten ist die einfach topfit. Total munter. Rennt rum, frisst wie verrückt. Ist total, also als wäre nichts gewesen. Also dem Pony merkt man so jetzt überhaupt nichts mehr an, bis auf die Hinterhand, obwohl das auch jeden Tag besser wird. Also sie läuft jetzt schon fast wieder normal. Am Anfang war es auch ein bisschen schwierig, wenn sie sich wälzen wollte, hat sie sich so mehr oder weniger hinfallen lassen. Das funktioniert jetzt aber auch schon wieder richtig gut. Oh, jetzt fängt sie schon wieder richtig fest an zu schneien. Also wie gesagt, man sieht es hinten noch so ein bisschen, dass sie ein bisschen steif läuft, vor allem links. Aber total gut. Also wir werden da bei Gelegenheit einfach mal einen Osteopathen drauf schauen lassen. Aber erst wenn sie sich erholt halt, also jetzt aktuell, da muss erstmal, die wird ja auch vermutlich innerlich Hämatome und so gehabt haben, soll natürlich erstmal alles vernünftig abheilen. Sie hat ja alle Zeit der Welt, wird einfach diesen Sommer, denke ich, mit unseren Jungstuten auf die Wiese gehen und kann sich da erholen. Pixie wühlt im Schnee. Aber wir sind also super happy. Also der Tierarzt hatte ihr so gut wie keine Chancen eingeräumt. Die waren ganz erstaunt, als sie am nächsten Tag kam und das Pony so fit ist. Die hatten also damit gerechnet, dass es ihr da schon richtig schlecht geht. Aber toi toi toi, also jetzt sieht man es auch gerade wieder im Trab. Pippilotta hat sie wieder angegiftet, dass es so ein bisschen breitbeinig hinten läuft. Aber es ist auch schon viel, viel besser geworden. Es war echt noch extremer. Und ja, das sollte auf jeden Fall alles wieder 100%ig werden. Also wir sind sehr, 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 sehr erleichtert, ehrlich gesagt, dass es alles wieder so gut geworden ist und sie einfach hier mit auf der Wiese laufen kann jetzt erstmal und den Sommer über mit den Jungstuten rausgeht und sich erholen kann. Und was dann weiter passiert, muss man einfach sehen. Ob wir sie nochmal denken lassen. Also laut Tierarzt lag es weder an der Stute noch sonst irgendwas, sondern das Fohlen lag halt einfach falsch. Es passiert halt leider bei allen Rassen. Also gibt ja auch bei Warmblütern oder wie auch immer genug Probleme. Es liegt jetzt auch nicht daran, dass sie klein ist oder wie auch immer. Sie ist natürlich schon eine zarte Stute, aber ist ja auch erst 4-jährig. Das Fohlen war aber ansonsten, passte perfekt zur Stute. Also es war jetzt nicht so, dass das Fohlen irgendwie zu groß war oder Tweety zu schmal. Wie gesagt, der Tierarzt hat ja auch noch mit 2 Armen mit ins Pony reingepasst, um das Fohlen rauszuholen. Das war nicht das Problem, sondern der hatte einfach dieses eine Hinterbein, war halt einfach falsch ausgeklappt. Und dadurch hat es halt irgendwie nicht, konnte es natürlich nicht durchpassen. Ob wir sie nochmal decken lassen, wie gesagt, steht in den Sternen. Das überlege ich mir im Laufe des Sommers. Kommt auch darauf an, wie sie sich erholt und wie das mit der Hinterhand, dass das alles wieder gut wird. Aber wenn, würde sie frühestens nächsten Sommer, also in über einem Jahr, dann zum Hengst gehen. Und wir haben das schon einmal gehabt, einen ähnlichen Fall bei Inshima, die ja letztes Jahr den Glückspilz hatte. Auch mit einer Schwergeburt, der ging es noch schlechter tatsächlich als Tweety, also kreislaufmäßig und so auch unter der Geburt. Da haben wir also wirklich auch mit 2 Tierärzten und nochmal 2 Menschen, also mit 4 Leuten, wirklich das Fohlen fast nicht rausbekommen, weil es auch so verkantet war. Und da haben wir auch erst gedacht, okay, die nehmen wir jetzt aus der Zucht, und die lief hinten noch schlechter als Tweety jetzt von der Muskulatur und vom Bein her, und haben sie aber dann auch 1 Jahr weggestellt komplett oder 1,5 Jahre mit den Jungstuten einfach raus. Bei der hat es
ein gutes halbes Jahr gedauert, bis die wirklich wieder komplett normal lief und auch das Go gekriegt hat vom Tierarzt und so weiter, dass alles wieder vollkommen in Ordnung ist. Also die lief ein paar Tage nach der Geburt noch nicht so gut wie Tweety jetzt. Und ja, die haben wir dann tatsächlich, hat dann 2 Jahre Pause gehabt, dann haben wir sie ja wieder decken lassen und letztes Jahr hat sie ja Glückspilz bekommen. Für dieses Jahr ist sie vom Pantau tragend. Bei Glückspilz mussten wir auch so ein bisschen mithelfen, der war allerdings auch extrem groß. Extrem großes Fohlen. Von Pantau hatte Inshima schon ein Fohlen. Das war ein sehr kleines Fohlen, deswegen haben wir sie mit Pantau angepaart. Sollte das wieder ein extrem großes Fohlen sein, dann wäre halt die Frage, okay, nimmt man Inshima vielleicht auch aus der Zucht, weil sie diese extreme Größe dann einfach vererbt und das auf Dauer natürlich immer das Risiko ein bisschen höher ist. Also wenn man jetzt eine Stute hat, die kleine Fohlen macht, aber wir hoffen einfach mal, dass jetzt das Pantau-Fohlen auch wieder sehr klein wird. Pantau macht in der Regel kleine Fohlen. Und dass es dann einfach passt. Und ja, wie gesagt, Tweety zum Glück, wie man hier sieht, wühlt jetzt gerade ein bisschen nach dem Gras unterm Schnee. Pixie wühlt hier auch im Schnee rum. Ja, ich glaube, ich muss noch einen dritten Heuhaufen machen, weil die beiden Stuten haben sich jetzt hier verteilt und Tweety hat leider Pech. Also gibt es gleich noch einen dritten Haufen. Und Pixie irgendwie, also so richtig rumgaloppiert ist sie noch nicht, wie sie es normalerweise macht. Normal, wenn die auf die Wiese kommt, dreht die erstmal hier 20 Runden außen am Zaun entlang, aber heute ist ihr das irgendwie ein bisschen nicht so geheuer, das Ganze. So ganz hat sie sich da noch nicht mit angefreundet mit dem Schnee. Tja, Pixie, hast du auch gedacht, da hast du erst nächsten Winter Probleme mit, ne? Nicht, dass das diesen Winter, diesen Frühling hier noch so passiert. Das ist echt der Wahnsinn. Na, Pixie? Ja. Doofes Wetter, ne? Doofes Wetter. Schon wieder Handschuhe anziehen. Ja, ansonsten warten wir auf die weiteren Fohlen. Die hier so in den Startlöchern sind, die können jetzt ruhig ein paar Tage warten, bis das Wetter besser ist. Die nächsten 2, 3 Tage soll es also echt noch kalt und winterlich bleiben, dann ein bisschen wärmer und dann aber wahrscheinlich wieder kalt. Deswegen ja, habe ich auch nichts dagegen, wenn die einfach noch ein bisschen warten. Weil es schon schöner ist, wenn einfach dann das Wetter gut ist und es warm ist und die Fohlen direkt raus können. Also so ein frisch geborenes würde ich jetzt nicht in den Schnee rausstellen. Aber wie gesagt, Pixie ist halt schon fast 1 Monat alt, am 9. April 1 Monat. Und da kann man das schon mal machen. Da kann sie das schon mal kennenlernen. Die hat auch extrem viel Fell, wie man sieht. Das ist schon ein richtig dickes Plüschfell. Ja, da oben läuft nochmal Tweety. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es fohlenmäßig und so weiter hier bei uns weitergeht. Kriegt ihr ja eh mit und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen mit einem ungeplanten Schneevideo hier. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich immer über ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar unter unserem Video. Und Kanal abonnieren, dann bekommt ihr auch immer mit, wenn hier ein neues Fohlen geboren wird oder ein neues Video hochgeladen wird. Und ich sage hoffentlich bis bald.